Herzlich willkommen zur Prüfung auf dem Prüfstand. In diesen und weiteren Videos stellen wir Ihnen die derzeit gängigen Prüfverfahren der Beschichtungstechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema Viskositätsmessung im Auslaufbecher und erläutern in diesem Video, worauf Sie achten müssen und geben Ihnen nutzwertige Tipps mit auf den Weg. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich David Hoffmann von der DFO. Hallo Herr Schmidt. Und wir möchten Ihnen zunächst zeigen, wie Lackanwender und Lackhersteller die Viskosität im Auslaufbecher bestimmen. Üblicherweise sind hier zwei verschiedene Auslaufbecher im Umlauf. Zum einen der Auslaufbecher nach DIN 53211 und zum anderen nach der ISO 2431. Der ISO-Becher zeichnet sich durch eine verlängerte Auslaufdüse mit variierenden Düsendurchmessern aus, die je nach zu erwartendem Messbereich der Viskosität ausgewählt werden. Damit löst der ISO-Becher eigentlich den DIN-Becher zugunsten eines größeren Messbereichs und einer besseren Reproduzierbarkeit ab. Dennoch wird größtenteils noch der DIN-Becher eingesetzt, was zu Problemen führt. Herr Hoffmann, die wesentliche Frage lautet doch, was messe ich mit dem Auslaufbecher? Der Auslaufbecher wurde konzipiert, um die Viskosität Newtonscher Flüssigkeiten zu messen. Newtonsche Flüssigkeiten sind im Grunde genommen Flüssigkeiten, die bei gleichbleibender Temperatur scherbelastungsunabhängig immer die gleiche Viskosität aufweisen. Das trifft auf Lacke in der Regel nicht zu. Bisher war es bei lösemittelbasierten Lacken zumindest vernachlässigbar. Bei den immer weiter verbreiteten Wasserlacken führt dies allerdings zu signifikanten Messfehlern. Wasserlacke weisen meist eine ausgeprägte Strukturviskosität und Thixotropie auf. Das sind rheologische Eigenschaften von Lacken, die die Viskosität zeit- und scherbelastungsabhängig machen. Aufgrund der deutlich längeren Abdunstzeiten des Wassers im Vergleich zu herkömmlichen Lösemitteln sind diese Eigenschaften sogar gewünscht, denn hierüber wird die Ablaufneigung bzw. die Läuferneigung des Lackes und der Verlauf gesteuert. Um vergleichende Aussagen über die Viskosität von Wasserlacken machen zu können, ist es eigentlich besser, die dynamische Viskosität zu messen. Allerdings werden nach wie vor Auslaufbecher bevorzugt, da diese einfach komfortabler zu bedienen sind und preiswerter in der Anschaffung. Konstruktionsbedingt nimmt bei der Prüfung im Auslaufbecher die Dichte des Lackes einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Je höher die Dichte des Lackes, umso größer das Gewicht auf die Auslaufdüse. Das bedeutet, bei größerer Dichte hat man einen höheren Volumenstrom. Man misst also im Grunde genommen die kinematische Viskosität. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Um Ihnen den Effekt der Strukturviskosität und des thixotropen Verhaltens auf die Auslaufzeit zu demonstrieren, messen wir zunächst die Auslaufzeit eines ganz normalen Wasserlackes. Nun messen wir dieselbe Probe direkt nochmal, nachdem sie gerade durchgelaufen ist. Man sieht, dass bereits die sehr geringe Scherbelastung im Auslaufbecher für messbare Unterschiede sorgen kann. Zum Vergleich, die Schergeschwindigkeiten in Ringleitungen, zum Beispiel bei Automobilserienlackierungen, können bis zu mehrere hundertmal höher liegen als die im Auslaufbecher. Stellt man zum Beispiel nach der Messung fest, dass die Auslaufzeit zu hoch liegt, wird eventuell mit einem Lösemittel verdünnt. Dieses muss natürlich erst eingerührt werden, bevor die nächste Messung gemacht werden kann. Die Scherbelastung beim Einrühren des Lösemittels hat aber auch wieder einen Einfluss auf die Strukturviskosität des Lackes und nimmt Einfluss auf das Messergebnis. Ein weiteres, eher anwendungstechnisches Problem ist die Einhaltung der Auslaufzeit. Dringend beachtet werden muss, dass Auslaufzeiten, die kleiner als 20 Sekunden sind, nicht aussagekräftig sind. Die DIN EN ISO 2431 besagt, dass Auslaufzeiten vorzugsweise über 30 Sekunden, mindestens aber über 20 Sekunden liegen müssen. Entsprechend ist die Wahl des Auslaufbechers zu treffen. Das gleiche gilt für die DIN 53211,
Die Auslaufzeiten sollten über 20 Sekunden liegen, damit eine hinreichende Genauigkeit erzielt wird. Leider liegt es nicht am Prüfer selbst, wie die Viskositätsprüfung durchgeführt wird. Meistens werden die Prüfmethode und der Auslaufbecher in Spezifikationen vorgeschrieben. Das führt zu Falschmessungen und wiederum zu Problemen, die von vornherein vermieden werden könnten. Wie lassen sich diese ganzen Probleme vermeiden, Herr Hoffmann? Grundsätzlich kann man eigentlich immer empfehlen, die dynamische Viskosität zu messen mittels Rotationsviskosimeter. Hier ist die Vergleichbarkeit einfach besser. Messfehler durch den Menschen können minimiert werden und rheologisches Verhalten wie eben die Strukturviskosität oder Thixotropie können besser berücksichtigt werden. Außerdem können Fließkurven aufgenommen werden, die die Viskosität noch besser charakterisieren können. Soll die Messung mittels Auslaufbecher trotzdem beibehalten werden, so empfehlen wir dringend, die Messung nach ISO 24031 durchzuführen, da der DIN-Becher nach DIN 53211 mittlerweile veraltet ist bzw. ungültig. Außerdem achten Sie bitte darauf, dass die Auslaufzeiten nicht unter 20 Sekunden, besser sogar 30 Sekunden liegen, da hier die Messgenauigkeit stark abnimmt. Entsprechend ist natürlich beim ISO-Becher auch der Durchmesser der Auslaufdüse zu wählen. Am wichtigsten ist es aber eigentlich, dass sich Lacklieferanten und Lackverarbeiter gemeinsam hinsetzen und hinsichtlich dieser Eigenschaften ihre Spezifikationen anpassen und überarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf weitere Videos zum Thema Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den eingeblendeten Internetseiten.